Dabei handelt es sich um ein Artilleriegeschütz, das auf eine Panzerwanne mit Kettenantrieb aufbaut. Im Zweiten Weltkrieg wurden die ersten Modelle eingesetzt. Sie wurden notwendig, damit schwere und weitreichende Artillerie den motorisierten Verbänden und den Panzereinheiten folgen konnte. Damals wurden viele Geschütze noch von Pferden gezogen, und sie konnten bei dem schnellen Tempo kaum mithalten. Wurde das Geschütz von einem schweren Schlepper damals in Deutschland meist Halbkettenfahrzeuge gezogen, waren Kosten und Aufwand für Zugfahrzeug und Geschütz unwesentlich geringer als für eine selbstfahrende Kanone. Weiterer Vorteil der Panzerhaubitze: Sie kann sehr schnell aus der Bewegung zum Feuern kommen und nach dem Schuss ebenso schnell weiterfahren, um so dem Gegenschlag des Gegners zu entkommen. Mit der eingeführten Standardmunition erreicht die Haubitze Schussentfernungen von 30 Kilometern, mit reichweitengesteigerter Munition sind sogar 40 Kilometer möglich. Die Geschützbesatzung kann bis zu 6 Granaten so abfeuern, dass diese gleichzeitig im Ziel einschlagen. Regulär wird die Panzerhaubitze 2000 von einer 5-köpfigen Besatzung bedient, bei automatisiertem Munitionsfluss ist die Bedienung sogar mit nur 3 Personen möglich. Die Panzerhaubitze 2000 ist eines der modernsten Artilleriegeschütze weltweit. Ihre Stärke liegt in ihrer Präzision und in ihrer großen Kampfentfernung. Die Panzerhaubitze 2000 verschießt Munition mit automatisch temperbaren Zündern. Das bedeutet, dass die Explosion der Granaten angepasst werden kann, so können Geschosse erst beim Aufschlag oder bereits über einem bestimmten Ziel zur Wirkung kommen. Der Antrieb des Fahrzeugs besteht aus einem 1000 PS Dieselmotor des Typs MTU 881 K500 mit Renk-HSWL 248 Getriebe und beschleunigtes auf bis zu 67 km pro Stunde. Die PZH 2000 weist hervorragende Offroad-Eigenschaften auf, bis zu 45 km pro Stunde im Gelände, was sie perfekt für Einsatzorte mit spärlicher Infrastruktur macht. Turm und Wanne des Fahrzeugs sind aus geschweißtem Panzerstahl gefertigt. Dieser schützt sowohl die Besatzung als auch die in der Wanne gelagerte Munition. Die Innenseite des Fahrzeugs wurde mit einem Spalliner, deutscher Splitterfang, ausgekleidet, um Splitter der Panzerung aufzufangen, die sich bei Beschuss im Inneren des Fahrzeugs ablösen können. Die Panzerung selbst schützt gegen Beschuss aus Waffen bis zum Kaliber 14,5 mm und Splitter von 152 mm Artilleriegeschossen. Die Feuerrate beträgt 3 Schuss in 10 Sekunden, 10 Schuss in einer Minute, 20 Schuss in 2 Minuten oder 8 Schuss pro Minute für 3 Minuten. Bei einem längeren Feuerauftrag wird die Feuerrate durch die thermische Belastung des Rohres auf knapp 3 Schuss je Minute begrenzt, der gesamte Geschossvorrat von 60 bezünderten Geschossen soll ohne Unterbrechung verschossen werden können, da die kritische Temperatur von 160 Grad Celsius, bei der sich die Treibladungen selbst entzünden könnten, nicht erreicht wird. Nach Aussage der Bundeswehr gilt eine Schussrate von 100 Schuss pro Tag allerdings als hochintensiver Einsatz, der zu deutlichen Verschleißerscheinungen führt. Als Sekundärbewaffnung ist ein Maschinengewehr am Platz des Munitionskanoniers 1 montiert, das je nach Nutzerstaat variiert. Für den Selbstschutz ist eine Nebelmittelwurfanlage mit 2 Multiplikationszeichen 4 Wurfbechern an der Turmfront neben der Waffenwiege montiert. Die Besatzung der Bundeswehr verfügt über Handwaffen vom Typ G36, MP2 und MG3 zur Selbstverteidigung. Die Panzerhaubitze 2000 kann ein gestaffeltes Salvenfeuer abschießen. Die Haubitze feuert dann bis zu 6 Geschosse hintereinander ab. Dabei wird die Flugbahn jeweils ein wenig verändert.
Das führt dazu, dass die nacheinander abgeschossenen Projektile gleichzeitig im Ziel einschlagen. Die Panzerhaubitze 2000 erzeugt so den massiven Feuerschlag eines Salvengeschützes. Das ist nicht Unike, aber diese Technik beherrschen nur die neuesten Geschütze. Die Haubitze verschießt Munition von 155 mm dem Standardkaliber für schwere Artillerie. Die 155 L52 Kanone hat einen 8 Meter langen Lauf. Projektile werden automatisch zugeführt, die Treibladung wird manuell eingeworfen. Die normale Reichweite beträgt bis zu 40 Kilometer. Mit reichweitengesteigerter Munition werden auch 56 und sogar über 100 Kilometer erreicht. Diese Art von Munition wird im Rohr von der Treibladung abgefeuert und zündet im Flug einen zusätzlichen Raketenmotor. Im Vergleich zu dem Vorgänger der Panzerhaubitze M109 wurde die Zielgenauigkeit massiv verbessert. Als derzeit einziges Artilleriesystem kann die Panzerhaubitze 2000 bewegliche Ziele bekämpfen. Die Präzision und die hohe Feuerrate machen die Panzerhaubitze 2000 zu einem der gefährlichsten Geschütze der Welt. Bei einer Feuerrate von 3 Schuss pro Minute kann der gesamte Munitionsvorrat von 60 Projektilen verschossen werden, ohne dass das Rohr überhitzt. Vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten, um weitere Inhalte zu erhalten.